Wir sind Svenja und Basti und gemeinsam mit unserer Hündin Peppa reisen wir in unserem Campervan Groot seit 2,5 Jahren entlang der Panamericana. Auf der letzten Etappe unserer Reise sind wir gemeinsam mit Freunden unterwegs und verbringen die Feiertage und Neujahr in vertrauter Gesellschaft am anderen Ende der Welt. Die Zeit verging wie im Flug und ehe wir uns versehen, werden wir mit einer Seite des Reisens konfrontiert, die wir lange verdrängt haben. Guten Morgen zusammen! Wir haben uns schon auf den Weg gemacht. Heute Nacht hat es ordentlich geregnet und eigentlich auch heute Morgen und den ganzen Vormittag. Wir sind schon auf dem Weg wieder zurück und die Strecke wieder zurück zur Straße ist zu einer richtigen Matschpartie geworden. Ich bin mal gespannt, wie das gleich wird, wenn wir kurz vor dem Teer wieder anhalten, um unsere Reifen aufzupumpen. Von hier oben aus dem Fenster raus sieht es zumindest schon mal sehr gut matschig aus, dreckig aus. Absolut Wahnsinn, wie dreckig unser Van schon wieder ist. Er braucht einfach so dringend eine Wäsche. Die Reifen sind wieder aufgepumpt. Jetzt geht es erstmal wieder auf Teer. Und dann suchen wir uns. Ich weiß gar nicht, was ist denn unser Plan? Keine Ahnung, finden wir raus. Patagonien hat unser Van auf jeden Fall eindeutig zugesetzt. Wir versuchen ihm noch auf diesem Kontinent eine kleine Kur zu verpassen, bevor er in den Container kommt. Hä, ja, sauber machen müssen wir ihn auf jeden Fall. Basti guckt mich verwirrt an. Die technisch, die mechanische Kur, die gibt es dann zu Hause. Aber ich gerade sagen, die gibt es erst zu Hause. Sauber. Zu Hause gibt es eine Rundumerneuerung. Ja. Aber das große Blutbild. Ja. Oh Gott. Wird unser Van auf jeden Fall hoffentlich wieder ordentlich sauber. Aber nach dem Matsch ist vor dem Matsch. Eigentlich müssen wir heute schon wieder auf eine Schotterpiste. Dann sieht es wieder genauso aus wie vor dem Regen. Wir können Sonne am Horizont sehen. Gleich haben wir es geschafft durch den Regen. Da war irgendwie durchgestrichen. Wir parken jetzt einfach hier. Let's go! Wir haben heute so gar keine Lust auf Grenzübergänge. Aber der heutige Tag oder die heutige Fahrt beinhaltet einen Grenzübergang von Argentinien nach Chile. Und dann machen wir nochmal was richtig Cooles in Chile. Und das wird dann aber auch... Sí, claro. Vamos!
Ja, das ist quasi unser letztes richtiges Highlight auf Feuerland. Und wenn ihr euch fragt, warum Basti lieber auf Gravel fährt und nicht auf Teer, irgendwie die Strecken zwischen Grenze sind immer besonders schlecht, besonders viele Schlaglöcher. Und bevor wir Slalom fahren, fahren wir halt einfach ein bisschen Gravel Road. Und im letzten Video in den Kommentaren wurden wir gefragt, was die Grenzübergänge kosten. Und die sind zwischen Argentinien und Chile absolut kostenlos. Also es entstehen keine Kosten, wenn man hier über die Grenze fährt. Außer wenn man mit Haustier fährt, da braucht man immer spezielle Zertifikate, die muss man aber schon im Vorhinein sich besorgen und die kosten dann immer zwischen 50 und 100 Euro, würde ich sagen, je nach Land. In Chile und Argentinien ist das Zertifikat dann aber 60 Tage gültig und dann können wir so lange immer hin und her einreisen, ohne extra Kosten zu haben. Genau, aber es kommt immer auf den Tierarzt an und es kommt immer auf die Behörde an. Es kostet einfach immer unterschiedlich. Ein letztes Mal Chile. Der letzte Grenzübergang nach Chile. Solo un poco falta, pero no. Espera, hier. Da vorne stehen sie. Vamos! Vamos! Es werden jetzt einige letzte Male immer auf uns zukommen. Das war unter anderem das letzte Mal, dass wir nach Chile einreisen. Das letzte Mal, dass wir von der chilenischen SAG kontrolliert wurden. Wieder mal sehr entspannt. Und ja, jetzt genießen wir noch das letzte Stückchen Chile. Immer noch auf Feuerland, bevor wir dann das letzte Mal nach Argentinien einreisen. Wir lassen es heute Morgen ein bisschen ruhiger angehen. Wir haben uns ein bisschen jetzt nach draußen gesetzt und schon einen Kaffee gemacht. Mit dem Grenzübergang gestern Abend noch war der Tag doch echt recht lang und gerade an so Grenzübergängen sind wir auch echt richtig froh über unsere Spanischkenntnisse. Auch wenn wir es noch nicht perfekt können, ist es doch irgendwie immer cool, wenn man auf persönlicher Ebene so ein bisschen mit den Grenzbeamten kommunizieren kann. Das macht das Ganze einfach irgendwie ein bisschen entspannter und relaxter und ja, da hilft uns sehr unsere Routine mit der Rosetta Stone App, wo wir unsere Spanischkenntnisse immer mehr verbessern können. Rosetta Stone ist eine Sprachlern-App, mit der man bis zu 25 Sprachen lernen kann.
Und was wir dabei so gut finden, ist, dass es sehr praxisnah ist und man zwischen verschiedenen Kategorien auswählen kann, wie zum Beispiel Einkaufen, Freunde oder zum Beispiel Reisen, was natürlich für uns sehr relevant ist. In der App lernt man die Sprache sehr intuitiv über Bilder und Audiospuren, was das Ganze auch ein bisschen spielerisch gestaltet und das noch einmal besonders Freude bereitet. Wir finden, Sprache ist ein so großer Türöffner zu neuen Ländern und Kulturen und auch wenn wir jetzt die Sprache noch nicht perfekt beherrschen, fühlen wir uns eben mit jeder gelernten Vokabel noch ein bisschen sicherer und können so auch deutlich entspannter durch die Länder reisen und gerade sowas wie diese Grenzübergänge werden dadurch dann deutlich entspannter und wir können da ein bisschen sicherer durchgehen. Jetzt zu Beginn des neuen Jahres hat vielleicht der ein oder andere von euch ja gute Neujahresvorsätze. Also die ideale Gelegenheit, vielleicht mit einer neuen Sprache zu starten, um sich auf den nächsten Urlaub vorzubereiten oder einfach ein langes Vorhaben endlich in die Tat umzusetzen. Also jetzt die Initiative ergreifen und diesen Neujahrsvorsatz umsetzen. Und Rosetta Store macht es euch da besonders einfach, denn mit unserem Link gibt es nochmal 60% Rabatt auf das Lifetime-Abo für 25 Sprachen oder vielleicht auch nur die ausgewählte Lieblingssprache. Und ich würde sagen, am besten einfach mal ausprobieren und ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Lernen. Sorry, ich hatte dich gerade zwischen meinen Beinen. Was hast du gesagt? So, wir haben unseren Spot gefunden. Es windet extrem. Wir haben versucht, uns so gut wie möglich in Windrichtung oder entgegen der Windrichtung zu stellen. Aber so richtig gut klappt das nicht, weil der Wind, der kommt aus allen Richtungen. Wird eine schaukelige Nacht. Geh doch mal mit Peps eine Runde. Wow. Viel Spaß. Kann ich meine Mütze noch haben? Kann mal jemand diesen scheiß Wind abstellen? Das ist mein Nudelwasser, womit ich gleich kochen möchte. Und das schwappt so doll hinterher, weil der Van vom Wind einfach so krass wackelt. Wir finden keinen Winkel, wo wir wirklich perfekt im Wind stehen, damit wir halt eben nicht so wackeln. Es wird auf jeden Fall eine interessante Nacht. Jetzt machen wir uns auf jeden Fall erstmal essen. Dann treffen wir uns zum Essen mit Jessie und Roberto drüben. Und dann müssen wir wohl oder übel durch. So weniger. Keine Ahnung, wie viel ich Ja, nimm sonst misch mit dem hier. Das Sollen wir passt mischen? dann. Ja, hier die gleiche Wein. Blend. Blend. Blend ohne Blend zu sein. Blend aus derselben Traube. Kommen hier wieder die Profis. Können wir uns vielleicht anstoßen noch? Ah, ja, genau. Eine seriöse Aber nur wenn er Aufnahme, gut ist. Cheers. Salut. Salut! Salut! Salut. Salut. Salut! Salut! Auf die nächste Pulle. Ja, nicht schlecht. Oh ja. Aber ist noch gut. Also, Finde ich schlecht, aber ich finde den Malbec. Echt? findest du? Ich finde, der ist weniger säuerlich. Ist
den mal ein bisschen Der atmen ist so ein lassen. bisschen Wir müssen mal, vielleicht ist das, der muss noch ein bisschen Vielleicht können wir draußen einen Wind Ja, stellen. das geht ziemlich schnell, aber der ziemlich schnell. Jetzt Also haben heute wir noch ein zusammen- Game. Ich hab's nur mal dahin gelegt. Nee, wir machen das. Ich habe letztes muss Mal diesmal so gewinnen. abgelust. Das kann ich nicht auf mich setzen lassen. Na gut. Wie heißt das? Golf. Ja, Golf. Nimmst du bitte alle Karten ja ich nehme raus. nehm alle Karten. Da war schon wieder eine versteckt. Und eine 6 übrigens. Ja, wo sind jetzt die Jokers? Ja, Es ist eigentlich der letzte Abend. Ich glaube schon, ja. Leute, es ist der letzte Abend. nee, es ist Vorerst. jetzt der letzte Abend. Aber Auf ganz viele neue Comeback. Oh ja. Okay, ich hab's. Es geht schon wieder los. Da wäre sogar den neuen noch gut gewesen. Ja, aber du musst eine Karte aufdecken. Die möchte ich oh, nicht. das ist worst case. Tschüss. Winke, Winke, winke. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute was richtig Cooles vor. Ich habe hier gerade noch unsere Postkarten geschrieben für unsere lieben Patreons. Wenn man bei uns nämlich Patreon ist und die Mitgliedschaft Tankwart abgeschlossen hat, dann bekommt man aus jedem Land eine Postkarte. Die habe ich jetzt geschrieben. Ist irgendwie ein richtig schöner Weg, finden wir, um auch irgendwie Grüße von unterwegs zu senden. Und ja, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann lasst uns doch gerne ein Abo da hier auf dem YouTube-Kanal. Vielleicht habt ihr ja schon ein paar Videos geguckt oder seid komplett neu hier. Wir würden uns auf jeden Fall riesig über ein Abo freuen. Liked das Video fleißig, wenn es euch gefällt. Und normalerweise machen wir das immer erst am Ende des Videos, aber ich mache es jetzt einfach schon mal einfach so spontan mittendrin. Packt uns ein Support-Herz unten in die Kommentare und es gibt auch immer ein Emoji der Woche, was dieses Mal, und jetzt verrate ich wahrscheinlich zu viel, aber das ist egal, wieder ein Pinguin sein wird. Genau, wir freuen uns über eure Unterstützung. Das wertschätzt einfach unsere Arbeit und ja, wir können weiterhin kostenlos Videos zur Verfügung stellen. Jetzt aber machen wir uns fertig und dann geht's los. Ja! Da vorne, die mit den weißen Bäuchen hinter der Säule. Ja, wir sind nicht allzu weit entfernt von dem Punkt, wo wir uns heute eintreffen wollen, um Pinguine wieder mal zu sehen. Ich finde, Pinguine kann man nicht oft genug sehen. Naja, so oft haben wir es auch noch nicht gesehen, aber Eigentlich haben wir erst einen einzigen. eigentlich haben wir erst einen einzigen gesehen. Aber wir werden hoffentlich noch ein paar sehen. Wir gucken uns jetzt Königspinguine an. Wir wollen ja gründlich sein. Absolut. Das ist ja beklebt 10 Uhr. Penguins, they're safe from the native predators like the sea lions, the leopard seals, protecting the colony. The basic place always we have to respect. So you're going to see some of the penguins that are incubating the eggs.
Geräusch. Ja. Vielleicht kann man es auf Kamera oder auf Ton auch hören. Die Pinguine machen gerade richtig Geräusche. Das ist einfach der beste Tag ever. Das ist so cool. Es ist ultra windig, aber es macht so Spaß, die Pinguine zu beobachten. Ah! Bester Tag ever. Das ist so cool. Die haben hier auch so Grüppchen gebildet. Auf der einen Seite, also außer sind 3 Gruppen. Die beiden außen sind Single-Pinguine und die in der Mitte sind die, die schon ein Paar sind. Nur ein bisschen diskriminiert. Meine Mütze hält im Wind nicht mehr stand. Das ist so cool. Das ist richtig cool. Ich liebe Pinguine. Das ist so, das werde ich niemals vergessen. Alleine für Pinguine lohnt sich's. Ja. Die einzige King-Pinguin-Kolonie in Südamerika. Ziemlich cool. Das war so cool. Das hat so Spaß gemacht. Es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Wir durften jetzt noch mit der Chefin hier sprechen, die das alles hier, ja, keine Ahnung, instand hält, dafür verantwortlich ist, hier Naturschutz betreibt und es sich auf jeden Fall lohnt, hierher zu kommen und das Ganze zu unterstützen. Roberto und Jessie haben da sicherlich noch mal ein paar mehr Informationen zu. Es war nämlich alles auf Spanisch. Wir haben zwar einiges verstanden, aber nicht alles. Und ja, jetzt kommt aber gleich der schwerste Part, weil wir müssen uns von den beiden verabschieden. Heute trennen sich unsere Wege nach 3 Wochen, knapp 3 Wochen gemeinsamer Zeit hier auf Feuerland. Geht's für die beiden Richtung Westküste. Und für uns geht's Richtung Ostküste. Okay, ist das die offizielle Übergabe von uns? Ja, jetzt mit uns. Gute Reise. Bye, bye, gute Reise, ciao. Erst haben wir noch gelacht, weil wir noch hintereinander hergefahren sind. Und jetzt haben sich unsere Wege wirklich getrennt. Bye. Schöne Reise. Wir wünschen euch das beste Abenteuer der Welt. Danke. Safe Travels. Passt auf euch auf, ihr zwei. Wir fahren vor. Wir fahren schon zurück. Guck mich an. Ich behalte meine Sonnenbrille lieber auf. Macht's gut, ihr Lieben. Ganz viel Spaß.
Bye, bye. Jetzt sehe ich sie nur noch im Rückspiegel. Wir versuchen jetzt noch eine Fähre zu kriegen. Oh Mann, ist das traurig. Und ja. Ciao. Das war witzig. Ein Meer aus Schafen. Ich wollte schon sagen, letztes To-Do für uns heute ist mit der Fähre über die Magellanstraße wieder zurück aufs Festland zu fahren. Aber danach müssen wir auch noch mal durch eine Grenze. Da kommt ja noch mal ein letzter Grenzübergang rein nach Chile. Raus aus Chile, rein nach Argentinien. So. Kann man schon mal durcheinander kommen bei den ganzen Hin und Her. Aber erstmal heißt es noch warten. Die Schlange ist immer ganz schön lang hier an der Fähre. Ich hoffe, wir kommen drauf. Erstmal was futtern. Und erstmal was essen. Tschüss, Feuerland. Das war Feuerland. Kommen wir wahrscheinlich nicht mehr so schnell her, ha? Auf in ein neues Abenteuer. I stepped out from the dark today into the world. I felt the light on my face. I kept trying to be the brave when all I needed was time to be afraid. Auf geht's, ein letztes Mal aus Chile ausreisen. Und dann ist Chile erledigt. Diese letzten Male. Wir lassen Feuerland hinter uns und kehren zurück an den Ort,
wo vor 4 Wochen unsere letzte Etappe unseres bisher größten Abenteuers gestartet ist. Damals in Gesellschaft von alten und neuen Freunden. Heute alleine. Made it. Irgendwie froh, dass wir das jetzt erledigt haben. Trotzdem auch ein bisschen traurig. Geht weiter Richtung nach Hause. Also darüber sind wir nicht traurig, aber dass jetzt Feuerland und Chile hinter uns liegt. Schon ein bisschen traurig. Die Sonne steht tief und färbt Gräser und Büsche orange im Wind, so wie schon vor 4 Wochen. Wir rollen die letzten Kilometer über den Schotterweg bis zum Parkplatz und so langsam wird uns bewusst, das ist nun wirklich das Ende. Zum ersten Mal trifft uns etwas Wehmut. Und doch sind wir voller Dankbarkeit. Dankbar für die Menschen, mit denen wir die letzte Etappe verbringen durften. Für Freunde, die uns verstehen, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Dankbarkeit für offene Arme, auch nach Jahren des Nicht-Zusammenseins und Freude darüber zu wissen, dass es irgendwann, irgendwie, irgendwo wieder dazu kommen wird. Es ist nicht einfach einzuordnen, was wir gerade alles fühlen, was es bedeutet, wirklich den Rückweg anzutreten. Die Vorfreude steigt auf das Wiedersehen von Familie und Freunden, aber doch bleibt wohl immer ein Stück unseres Herzens hier auf der Panamericana.